mal gerne. Vier halbe Hähnchen. Viermal Pommes. Viermal Pommes. Guck nach deinem Freund mal eben hier. Ja, dann hat er Interview gegeben. Hat er? Ja. Hat er schon 30 Jahre hierher kommt. Das ist alles Handy gewesen. Komm ich nicht, weil ich meiner Quelle den ersten Frau beschäftigt ist. Ja. Ja, sehr gerne. Außerdem noch ein Wunsch. Wohin geht das Ganze? Sagen Sie mir den Namen nochmal bitte. Ja, alles klar. Machen wir gleich fertig und geht dann gleich raus, ja? Jo, schönen Tag. Ciao. Schinkenwurst Ja. mit Currysoße und Pommes frites, aber kleine. Kleine Portion, ja. Bringen Sie mir das dahin? Ja, natürlich, gerne. Das habe ich. 4 halbe. 4 halbe Hähnchen. Viermal Pommes. 4-mal Pommes. Einmal Ketchup und ein Mayo. Ja, alles klar. Eine halbe Hähnchen und einmal Pommes getrennt. Gut, bereite ich vor. Okay, Bis gleich.
Werkstudium gemacht in der sozialen Arbeit. Ich bin gelernte Sozialpädagogin. Und ja, ich habe davor auch viel in der Kinder- und Jugendarbeit dann gearbeitet schon, habe mit alten Menschen gearbeitet, ich habe mit psychisch kranken Menschen gearbeitet, in der Schule mal ein behindertes Kind betreut und hatte eigentlich mein Leben lang die Vorstellung, auch in diesem Beruf mal tätig zu werden. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und der hat dann vorgeschlagen, ob wir uns nicht selbstständig machen wollen in der Gastronomie mit diesem Imbiss. Da habe ich gesagt, kann ich da noch mal eine Nacht drüber schlafen? Ich hatte eigentlich ein anderes Ziel. Und dann habe ich ja gesagt. Jetzt sind wir seit 7 Jahren selbstständig in der Gastronomie. Es gab gute Tage, es gab schlechte Tage, bin ich auch ganz ehrlich. Und ja, aber wenn man zusammenhält, dann klappt das schon. Und wie ist das begonnen, vor 7 Jahren? Ja, wir haben ganz am Anfang haben wir natürlich auch noch gar kein Team gehabt. Das heißt, eigentlich hat die gesamte Familie dabei erstmal geholfen, hier das alles aufzubauen. Wir hatten ein paar ehemalige Mitarbeiter gewinnen können, die Lust hatten, noch ein bisschen weiter zu arbeiten. Die haben aber inzwischen aus Altersgründen aufgehört. Nach und nach haben wir dann uns neue Mitarbeiter gesucht und haben ein kleines Team hier aufgebaut. Und ja, aber die ersten Monate oder auch die ersten Jahre hieß es für uns eigentlich 7 Tage die Woche von morgens bis abends arbeiten. Ja. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Spaghetti. Also Was darf sein? Was darf alles, sein? was ich hier esse, Ja. muss ich auch nicht bezahlen. Oh, toll. Insofern ist Salat echt top. Ich Okay. kann jeden Tag hier schön essen. Der Beste. Nichts bezahlen. Es schmeckt lecker, lecker, die Bedienung ist top. Okay. Was will man mehr? Schön, ne? Ja, Du weißt doch stimmt. warum? Ja, warum? Weil ich der Papa bin. Okay. Und nicht von Vivian, sondern von... Okay, ja, dem ja, Manny. okay, verstehe. Okay, sehr Ja. gut. Klar. Toll, ja, schön Sie kennenzulernen. Dann ist ja schon fast die ganze Familie hier. Ich bin extra vorbeigekommen, weil ich davon wusste. Okay, verstehe. Oh, ganz schön viele Pommes. Ganz schön viele Pommes. Ja. Natürlich. Gebe ich ihm sofort.
Ja. Dann hau ich klein ein. Ja. Geht ihr auch woanders Hähnchen essen? Tatsächlich, wenn wir mal unterwegs sind, vielleicht auch privat oder so, mal Freunde besuchen, haben wir auch in Süddeutschland oder ja, generell, wenn wir unterwegs sind und wir sehen irgendwo einen Imbisswagen, dann sagen wir, komm, da essen wir jetzt mal ein halbes Hähnchen. Das finden wir immer interessant, ja. Eher immer Interesse daran, auch mit demjenigen, wenn der Chef oder Inhaber da ist, mal zu quatschen, wie der daran gekommen ist oder wie seine Geschichte ist, diesen Laden zu haben. Und dann tauscht man sich so ein bisschen aus. Das finden wir immer ganz spannend. Ja. In Hamburg jetzt auf der St. Pauli vorbeizugehen, heißt Mini-Grillhähnchen. Kennen wir natürlich. Ja, kennt ihr, ne? Waren wir schon mal. Mark, oder? Ja, Ja, doch. Also Mark, es ist ja. total super da, lecker. Und ja, es ist schön, dass es solche Läden überhaupt noch gibt. Es stirbt ja leider aus. So ein bisschen hat man das Gefühl. Ein guter Freund von mir früher, der war hier Mitarbeiter, 20 Jahre lang fast. Und der hat mir erzählt, dass der Laden, dass die Vorbesitzerin aufhören möchte. Er hat das gründen
Und dann hatte ich mit der Vivian darüber gesprochen. Und dann haben wir uns entschieden, mal mit der Vorbesitzerin uns hinzusetzen, mal ein bisschen zu reden, ob es vielleicht eine Option ist, dass wir den Laden weiterführen einfach. Und dann haben wir uns geeinigt, haben uns ganz gut verstanden. Sie kommt jetzt auch noch öfter vorbei zum Hähnchenessen ab und zu. Und dann haben wir uns entschieden, den Laden zu übernehmen und weiterzuführen. Wir haben auch da so schöne Tüten, die sind drin mit Alufolie, damit das Hähnchen länger warm bleibt. So. Hallo. Kein Salz. So, Meister. Vielen Dank. Guten Appetit. Danke. Vielen Dank. Also innen würzen und außen. Genau, die Brust innen wird nicht gewürzt, weil er sonst verbrennt. Deswegen würzen wir dann nur die Brust und die Außenseiten. Und was nicht? Den Rücken nicht? Rücken gar nicht? Genau, weil der sonst schwarz wird. Also hier alles nicht. Das alles nicht, genau. Das alles nicht. Genau, richtig. Ja. Wie lange braucht ihr so? Von 90 Minuten aufwärts oder nicht? Ja, 90 Minuten. Das ist für Sie. Und dann bekommen Sie noch einen Stempel. Ja, Dauerkarte, ja? Genau, beim nächsten Mal gibt es dann einmal Pommes gratis. Oh, toll. Das ist doch. Schön. Schönen Tag für Sie. Guten Appetit. Danke. Tschüss. Spaß. Dankeschön. Genau, wir haben so Stempelkarten für die Pommes. Da kann man dann pro Portion Pommes einen Stempel bekommen. Und wenn man 10 Stempel hat, bekommt man einmal Pommes gratis. Das ist so ein kleines Bonusprogramm von uns. Läuft das hier? Ja, bestes Hähnchen in Deutschland, würde ich sagen. Deswegen komme ich hier auch immer her. Wohne eigentlich in Hamburg. Und bestes Hähnchen. Also besser geht nicht. Okay, ja, schön zu hören. Ja, Ja, danke. ja, guten Hunger. Dankeschön. Ciao, Jungs. Ciao, schönes Wochenende. Kommt man noch Ketchup Mayo dazu? Hallo.
Pommes ohne Salz. Scharf möchte der Kunde haben, machen ein bisschen Chili-Pulver drauf. So. Und das Currypulver, ne? Dann haben wir die Currywurst. Kommt der vorbei? Ja. Einen kleinen Becher? Die haben wir jetzt vor ungefähr 5 Jahren neu gebaut, so als es mit Corona anfing. Da durfte man ja nicht drin sitzen. Und dann haben wir uns entschlossen, eine schöne Terrasse zu bauen, wo dann die Leute trotzdem zum Essen herkommen konnten. Haben wir ein paar Tische. Zur Corona-Zeit waren es nur 1, 2 Tische. Ja. Ein dritter dazu. Man musste ja auch immer diesen Abstand haben. Und jetzt haben wir noch einen dazu getan. Und ja, wenn es nicht gerade nass ist, dann ist die auch immer gut besucht. Da haben die Kunden uns dann Glückwünsche auf so eine kleinen Dinger geschrieben und konnten die dann reinwerfen. Am ersten Tag war das, glaube ich, ja. Vor 7 Jahren, ne? Genau, richtig. Aber das Logo hat Harry, der Zeichner, gezeichnet. Das ist ein Zeichner aus Freiburg. Der malt ab und zu mal für uns, für Facebook, für die Werbung so ein paar Zeichnungen und die veröffentlichen wir dann. Ja. Schön gebräunt. Ja, knusprig und trotzdem saftig das Fleisch. Ja. So soll es sein, ne? Kommt zurück. Wie sieht das eigentlich mit der Rezeptur aus? Also von innen erstmal, ja, die Gewürze? Das ist ein altes Rezept von den Vorbesitzern, von der Vorbesitzerin noch. Und strengstes Geheim natürlich. Ja, okay. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, das Hähnchen möchte der Kunde nicht durchgeschnitten haben, deswegen packen wir das ganz ein. Packen wir schon mal Deckel drauf, dass sie nicht kalt werden so lange. Und der Umkreis bei der Lieferung? Wir liefern in Wedel, in Heum und in Ritzen. Also, ja, Okay, das also sind vielleicht dann 5, 6, 7 Kilometer Umkreis. Immer schön mittig schneiden, damit die beiden Hälften groß sind. Klappt nicht immer. Aber sonst gibt es beim Kunden zu Hause vielleicht Streit. Eine Hälfte größer ist jetzt anders. Ketchup Mayo noch dabei? Ja. Ein oder? Also da haben wir so. So, jetzt noch ein bisschen Pommessalz, Pommesgewürz. Bisschen Löcher rein, damit Luft noch an die Pommes kommt und die ein bisschen matschig werden. So, dann haben wir Mayo noch. Das ist doppelte Portion. Okay, alles klar. Ja, ja, wir
Das Ganze war wollten Sie ganz laden? Ja. Wir brauchen jetzt ein bisschen länger zu frittieren, weil die gefroren sind. Das ist länger als Pommes. Bis sie dann schön knackig werden und drin dann auch nicht noch gefroren sind. Ne? Das ist wichtig. So, das sieht noch gut aus jetzt. So, das passt, ne? Ein bisschen Pommesgewürz und die Dame noch ein bisschen Ketchup drauf. Bisschen scharf oder ganz normal? Ja, alles klar. Jetzt haben wir mal Currywurst Pommes zum hier essen. Ja, abends immer. Ja, sehr gerne. Was darf sein? Gerne. Das wäre alles. Wie macht ihr die Currysoße? Currysoße? Ja, Ja, die mixen. Mixen, verfeinern, ja, verfeinern. Genau, richtig. Mischen wir mit verschiedenen Ketchup-Sorten, sozusagen Curry-Ketchup-Sorten zusammen. Und natürlich auch ein geheimes Rezept. Auch übernommen von den Vorgängern damals. Von der Vorgängerin. Auch was drauf? Ja, 2 Pommes. 2 Pommes insgesamt, ja. So, der Kunde bekommt seine Pommes in den Hähnchenbeutel, weil er noch eine etwas längere Reise hat. Deswegen machen wir das immer auf den Sonntag so. Okay, alles klar, machen wir fertig, dauert eine halbe Stunde. Dankeschön, tschüss. So.
Hi. Einmal wie immer, gerne. So. Ich bin schon 20 Jahre hier. 20 Jahre hier? Ja. Ja? Oh. Bei der alten Besitzerin 1907, über 20 Jahre. 98 war ich das erste Mal hier. 27 Jahre, ja. 98 war ich das erste Mal hier. Und dann Pause gemacht, dann mal wieder hier, mal wieder Pause und jetzt bin ich seit 3,5, 4 Jahren bin ich jetzt hier. Wieder. Aber nicht immer als Fahrer, oder? Noch als Fahrer. Ja. Als, Nur als okay. Das ist Currypulver. Dann haben wir auch noch Chili-Pulver, falls der Kunde das ein bisschen scharfer haben möchte. Und dann kommt noch eine kleine Pommes dazu. Die reicht dem Herrn heute. So wird. Und noch ein bisschen Ketchup an der Seite. So. Perfekt. Schön. Guten Appetit. Danke. Meine, für mich dann bitte ein halbes Grillhähnchen mit Pommes. Sehr gerne. Dankeschön. Und Pommes natürlich mit Mayo. Hier, dein Kollege. Ne? Hier? Moin. Na, mein Bester, wie geht's dir? Ja, alles gut? Immer noch, selbst? Hi. Und was für Content jetzt hier? TikTok oder was? YouTube. YouTube? YouTube. Stabil. Ja. Ja, sehr schön, freut mich. Ja. Ja, Jetzt musst du auch was sagen. ja. Oder bestellen. Je nachdem. Ja, hier mein kleiner Vaterbrot und jetzt gleich wieder nach Hause. Wollte nur kurz Hallo sagen. Hi. Und sagen, Digga, du hast echt stabil Arbeit bekommen, ja? Ja, ich esse Hähnchen, ne? Alles klar, mein Bester. Ja, ciao. Ja, Hähnchen enthält viel Eiweiß, von daher essen wir auch selber gerne Hähnchen. Ja. So. Aus. So, hier ist ein halbes Hähnchen. Danke sehr. Kommen noch die Pommes dazu. Ja. Die sehen auch ganz gut aus. Bisschen das Öl abtropfen lassen, dass es nicht so fettig ist auf dem Teller. Danke sehr. Sehr danke. Wie kann hier? Danke sehr, vielen Dank.
Schön saftig. Ja, sehr lecker, ja. Hier ist tatsächlich auch jeden Tag Hähnchen. Also Ja? es vergeht kein Tag ohne Hähnchen bei mir. Okay. Ja. Ja, dann ist es ein Hähnchenladen zu übernehmen, ein Must. Also das ist schon Pflicht, Genau, oder? Ja. genau. Ja. Ich bin auch der beste Kunde hier. Man muss ja auch seine eigenen Produkte mögen. Ne? Das ist Klar. ja ganz wichtig. Mit Ketchup? Heute mal mit Ketchup. Okay. Ja, die Soße ist auch hier lecker hier. Die Kronbauchsoße. Ja, die ist auch beliebt. Die essen Leute auch gerne mit Pommes oder mit Hähnchen.